Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wie man eine Zwischenwand aus Gipskarton herstellt. Zuerst markierst du die Position der Trockenbauwand am Boden und an der Decke, indem du eine Linie zeichnest. Entlang dieser Linie werden später die UW-Profile montiert. Schneide die U-Profile mit einer Blechschere auf die passende Länge für die Montage an Boden und Decke. Dazu schneidest du zuerst die beiden kurzen Seiten rechtwinklig ab. Dann knickst du das Profil um 90 Grad und schneidest entlang der langen Seite. Jetzt klebst du das Dichtband auf das Profil. Es sorgt für einen dichten Anschluss der Profile an Wand und Decke und für eine akustische Entkopplung. Befestige die U-Profile mit Dübeln und Schrauben an Boden und Decke. Achte darauf, dass sie fest sitzen und im rechten Winkel zueinander stehen. An den Ecken lasse einem Profil ca. 3 cm Luft, damit du die Gipskartonplatten durchführen kannst. Nachdem wir das UW-Profil am Boden montiert haben, schrauben wir an einer Außenwand ein CW-Profil an die Wand. Dann klemmen wir das UW-Profil an der Decke ein und schieben seitlich das zweite CW-Wandprofil hinein. Das hat einen guten Grund. Denn wenn man das vorher festschraubt, kommt die U-Schiene nicht mehr rein. Hier siehst du nun, weshalb wir bei der Montage der Profile 3 cm Luft gelassen haben, nämlich um die doppelte Beplankung durchführen zu können. Als nächstes setzen wir wieder die senkrechten CW-Profile im Abstand von 62,5 cm ein. Weiter geht's. Während Tim den Trennstreifen aufklebt, montiert Alex bereits die ersten Gipskartonplatten. Nun werden die Plattenstöße und die Schraublöcher mit Fugenmasse verspachtelt. Die Spachtelmasse muss etwa 4 Stunden trocknen. Jetzt kannst du die zweite Lage Platten anbringen. Achte darauf, dass du sie um eine halbe Plattenbreite versetzt anschraubst, sowohl in der Breite als auch in der Höhe. Dadurch wird die Wand stabiler und du vermeidest Kreuzfugen und damit Rissbildung. Die Verschraubung der zweiten Plattenlage erfolgt im Abstand von 25 cm. So, die Zwischenwand steht. Zeit für ein Fazit. Positionieren ist das A und O. Markiere zuerst die Position der Trockenbauwand auf Boden und Decke und schaffe so die Grundlage für die weitere Montage. Profile anpassen. Die richtige Länge ist entscheidend. Mit einer Blechschere kannst du das U-Profil anpassen, saubere Schnitte sind garantiert. Dichtung für die Akustik. Ein Dichtband auf den U-Profilen sorgt für akustische Entkopplung und eine dichte Verbindung. Stabile Basis. Durch das Befestigen der U-Profile an Boden und Decke mit Dübeln und Schrauben schaffst du die Basis für die Unterkonstruktion. Ecken im Fokus. Bei der Innenecke muss das Profil genau positioniert werden. Die richtige Reihenfolge erleichtert die Montage. Ständer setzen. Die senkrechten CW-Profile werden im Abstand von 62,5 cm positioniert. Präzise Plattenmontage. Nach dem Anbringen der ersten Gipskartonplatte die Plattenfugen sorgfältig verspachteln. Zweite Lage für Stabilität. Eine versetzte zweite Plattenlage minimiert Risse und erhöht die Stabilität. Verschraubung beachten. Für eine optimale Befestigung der zweiten Lage ist ein Schraubabstand von 25 cm erforderlich. Mit dieser Anleitung und den gezeigten Techniken gelingt dir eine solide Zwischenwand aus Gipskarton. Viel Erfolg bei deinem Projekt! Wenn dir diese Erklärung gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, folge unserem Kanal und check unsere anderen Videos der Trockenbauwand-Serie aus. Bis zum nächsten Mal!